Es ist Herbst und die meisten freuen sich auf Esskastanien. Dabei sind auch die Rosskastanien ziemlich geil, denn damit kannst du tatsächlich Waschmittel herstellen. Völlig kostenlos und bio. Denn Rosskastanien enthalten sogenannte Sabotine. Das sind organische Verbindungen. Wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dann entstehen seifenartige Eigenschaften. Waschmittel geht also auch anders. Aha. Manche Kastanien können ein bisschen dreckig sein, deswegen erstmal ein bisschen sauber machen. Ja, und der zweite Schritt heißt Kleinhacken der Kastanien. Das dauert nicht besonders lange, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass du eigentlich für einen Waschgang brauchst du nur so 4 bis 6 Kastanien in etwa. Und dann ist dein Waschmittel schon fertig. Das kannst du entweder mit dem Messer machen oder wenn du einen starken Mixer hast, mit dem Mixer. Je kleiner die Teile, desto besser. Solltest du vorhaben, dein Bio-Waschmittel nicht nur für Buntwäsche, sondern auch für weiße Wäsche zu verwenden, dann frickel die Schale von den Kastanien ab. Das geht mal mehr und mal weniger leicht. Einfacher geht's, wenn du sie 2-3 Minuten ins kochende Wasser legst. So, und ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr habt genug Zeit, dann könnt ihr die längere Methode nehmen. Und zwar füllt ihr einfach so 1/4 des Glases mit euren Rosskastanien. Dann macht ihr Wasser drüber und wartet 8 Stunden lang. Also es dauert ein bisschen, also am besten über Nacht. Oder ihr gehört wie ich zur ungeduldigen Fraktion und habt nur 15 Minuten Zeit. Dann schüttet ihr einfach eure klein geschnittenen Kastanien in einen Topf und ihr köchelt die Rosskastanien. Dazu die einfach in den Topf machen. Und nach 15 Minuten ist dein Waschmittel fertig. Mit ordentlichem Schaum. So, und wenn die 15 Minuten dann um sind, dann könnt ihr eure kleine Plörre dann abfüllen. Die es zu kaufen gibt, sieht übrigens nicht besser aus als die ich jetzt hier gemacht habe. Also ich schwöre. Ja, hat was, oder? Und dann kannst du damit direkt waschen. Jetzt hat sich schon super Schaum gebildet, finde ich. Was ihr allerdings beachten solltet, wenn ihr so hartes Wasser habt wie ich hier, dann macht gerne noch ein bisschen Waschsoda rein. Gibt es zum Beispiel im Unverpacktladen zu holen und dann am besten 1 Löffel ungefähr oder 1 bis 3 Löffel. Kleiner Tipp, am besten euer Waschmittel in ein besseres Gefäß als ich reinschütten. Dann gibt's weniger Sauerei. Und das Ding ist, bei eurem frischen Waschmittel, das hält leider nicht so lange, also maximal so 3-4 Tage, da müsst ihr immer mal dran riechen. Deswegen könnt ihr euch auch Granulat herstellen, das könnt ihr dann auch nach dem Herbst einfach wiederverwenden. Und dann habt ihr quasi über mehrere Wochen oder je nachdem wie viele Kastanien ihr sammelt, mehrere Monate, euer selbstgemachtes Bio-Waschmittel. Da macht ihr dann einfach ein Granulat, am besten super zerkleinert mit einer Küchenmaschine. Und wenn ihr keine habt, vielleicht hat ein Nachbar oder eine Nachbarin eine. Oder ihr zerkleinert das halt eben mit einem Messer, das ist ein bisschen Arbeit. Aber so ist es total easy. So, und jetzt ab in den Ofen damit, denn euer Granulat muss tatsächlich super trocken sein, sonst fängt es irgendwann an zu schimmeln und ihr könnt das Ganze wegschmeißen. Deswegen in den Ofen damit und einfach trocknen lassen. Und das etwa 1 Stunde lang bei 150 Grad Umluft. Ich muss sagen, ein kleines Problem habe ich bei der Zubereitung meines Rosskastanienwaschmittels. Ich denke die ganze Zeit tatsächlich an Esskastanien. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Am Schluss das Granulat umfüllen. Und immer wenn ihr waschen wollt, vorher 2 bis 4 Esslöffel Kastanienpulver mit 300 Milliliter Wasser mischen. Nach einer halben Stunde warten könnt ihr waschen. Mit Granulat geht's nämlich noch schneller. Es steckt also ein kleines bisschen Arbeit dahinter, um sein eigenes Bio-Waschmittel herzustellen. Doch ich finde es eine richtig coole Idee. Vor allem im Herbst hat man auch Bock, im Wald zu laufen und ein paar Kastanien zu sammeln. Dann kann man auch gleich sein eigenes Bio-Waschmittel herstellen. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was man zum Beispiel aus Kartoffelschalen noch alles herstellen kann, dann klickt euch noch in folgendes Video. Und ansonsten freue ich mich riesig über ein Abo. Macht's gut!